Heute sind wir zusammen in Uruguay, in der Hauptstadt Montevideo, und ich nehme dich mal mit auf eine Reise. Und zwar geht es heute von Montevideo, der Hauptstadt Uruguays, nach Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens. Wir sind jetzt noch oben im Hotel und jetzt nehme ich dich mit auf Reise, Busfahrt und danach noch Fährenfahrt. Hier. Hola, ¿cómo estás? Guido. Está bien, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien. ¿Quién eres? Guido, el encargado del Chick Hostel, así que un gusto recibirlos. A Gabriel. Ajá, por ¿sí favor. es? Sí. Gracias. Y sí, ¿qué quieres enseñarme? No, me descolocaste. Sí, no, por así decirlo, esta es la terraza del Rod Flop, en donde hay disponibilidad tanto para sillas, un poco lo que sería un poco la vida nocturna, sí, pasarle un rato por acá, ya que en las habitaciones no se puede, pero acá es de libre consumo. Así que después acá... Uruguay ist eines der einzigen Länder, das einzige Land in Südamerika, wo der Konsum von Marihuana erlaubt ist. Y esta es la parte del lavado, también está la penthouse en ese costado. Por acá estamos en el segundo piso, en donde estamos acá con lo que sería el living, con la tele, el baño de mujeres, otra habitación individual. Acá está lleno de habitaciones individuales, ya que es lo único que ofrecemos. El apartado de la cocina, el comedor, el baño de hombres y donde están todas las demás habitaciones privadas. Zeig mal kurz mein Zimmer. Ich bin jetzt schon ausgecheckt, aber das hier war jetzt mein Zimmer für einige Zeit. Gut, gibt jetzt kein Fenster, die Decken sind mega hoch, aber hier Schreibtisch zum Arbeiten. Montevideo ist ganz billig, 31,50 zahlst du die Nacht und teilst dir hier alles. Hey, hola! Bonjour! No video. Oh, I am wanted. Oh. So, wir sind jetzt unterbrochen worden, jetzt sind Leute gekommen und jetzt gehen wir mal raus. Und ist ein bisschen stressig heute, denn in Buenos Aires war nichts zu finden an Wohnungen, also alles paar hundert Euro teuer. Wir gehen jetzt mal hier raus und wir laufen einfach mal hier die Straße entlang. So, jetzt laufe ich eine Stunde und dann geht's los, und zwar mit dem Bus nach Colonia, das ist eine Stadt im Süden, und von dort aus circa eine Stunde mit dem Boot direkt nach Buenos Aires. Allerdings an einem Freitag was zu finden, zufälligerweise ist heute auch noch der Black Friday. Es ist unmöglich gewesen. Das billigste, was ich jetzt gefunden habe, war für $50. Allerdings sehr merkwürdig, denn die Person verlangt im Voraus schon 10% als Verifizierung, was ich noch nie gehört habe. Wir wurden auch dreimal Zusagen dann abgesagt, was auch ziemlich strange ist. So, noch 13 Blocks, dann bin ich da. Ich schwitze jetzt schon wie Sau. Die längste Schlange, die ich je gesehen habe. So, jetzt ist der Check-in für die Fähre, und da muss man jetzt anstehen. Einmal eine Schlange außenrum. Ganz so. Wow. Und dann noch irgendwie auschecken in Uruguay und dann noch in Argentinien einchecken, aber keine Ahnung, wie das auf dem Schiff funktioniert, mal gespannt.
Ja, das ist eines der Tücken beim Reisen, wo man aufpassen muss. Und zwar, wenn du jetzt ins Land rein willst und gerade zum Beispiel beim Boot oder über Land, wenn es schnell gehen muss, sagen sie oft zu dir, hey, hier, geh einfach durch. Das heißt, ich habe jetzt die Migration übersprungen, habe ich gesagt, hey, ich brauche einen Stempel, ich kann ins Land nicht rein. Und dann haben sie gesagt, nee, das Boot, das reißt ab. Habe ich gesagt, du, das Boot, wenn es weg ist, ist es weg. Das ist teurer als einen Stempel nachzufordern. Und dann bin ich nochmal angestanden, habe mir den Stempel geben sollen, war der Letzte, der jetzt auf die Fähre gekommen ist. Und jetzt sehe ich habe trotzdem keinen Stempel bekommen. Ob die mich jetzt registriert hat, keine Ahnung. Das ist ärgerlich. Und schön ist, wenn sie hier sagen, Duty Free, also keine Steuern. Ja gut, bei Mondpreisen logisch. Hier ist so ein kleiner Kaffee, $7. So, die Einreise ist hier so lasch, das heißt, die haben nicht mal gecheckt nach meinem Pass und sonst was. Ich muss gerade erklären, und zwar, ich bin angekommen in Argentinien am Hafen und bin zur Migration, weil ich nicht sicher war, ob ich jetzt eingecheckt habe oder nicht, weil es keinen Stempel gibt, sondern elektronisches. Und dann habe ich die Polizei gefragt, wo gibt es denn die Migration? Und dann hieß es oben im 2. Stock. Da war aber schon geschlossen. Und gerade in dem Moment kommt Marcella runtergelaufen. Und Marcella hatte hier so eine kleine Flagge von Argentinien und Deutschland. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und sie lernt gerade Deutsch. Und das Witzige ist, dass sie meinte, sie könne für mich mal gucken. Sie hat eigentlich schon Feierabend und alles geschlossen, aber ob ich eingecheckt habe. Und dann habe ich eingecheckt tatsächlich. Und dann habe ich gesagt, danke, ich gebe dir gerne ein Bier aus für deine Hilfsbereitschaft. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich hier ungefähr 40 Minuten laufen muss zu einem Hotel. Das aber sehr dubios ist, weil die Person hat mich gefragt, also von Booking gebucht, ob ich Geld bezahlen könnte, 10%. Und ich dachte mir schon sehr komisch und habe mit der Marcella gesprochen und gefragt, ja hier, wie sieht es eigentlich aus, der Stadtteil und so weiter und so fort. Und in dem Moment kam ihr Arbeitskollege und hat im Auto gewartet und hat gesagt, hey, das ist nicht weit von hier, das sind auch keine 40 Minuten, sondern man kann hier mit dem Auto bequem rüberfahren, machen wir das. Und dann habe ich gefragt und dann hat keiner die Person gekannt, das heißt, es war ein Scammer oder wie man hier sagt, un estafador. Das heißt, dieses Haus hat es nie gegeben und einfach durch glückliche Umstände bin ich dann letztendlich hier gelandet. Ich hatte 5 oder 6 Hotels angefragt, aber nichts hat hier offen. Bienvenido a mi casa. Me gusta que estés en mi casa. La primera vez que recibo a una persona extranjera o a otra, a una visita en mi casa. Y me encanta haberte ayudado. Ich liebe dich Deutschland. Ich liebe dich Deutsche. Sehr schön. Was ist denn? Nada. Nichts. 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 Como la Nix. ¿Puedes decir CC? Como la... Nix. Como CC? La set. No, la enfermedad. CC. Set. CC. Set. Ajá, nichts. Nix. Ajá, nichts. Perfecto. Perfecto. Du hast viel verstanden. Ahora enséñame tu casa. ¿Qué quieres enseñarme? Pero yo quiero... esa, de seguro. Yo amo mi gorra. Sonia. Qué bueno, ok. ¿Y qué quieres enseñarme? Te quiero enseñar... ¿Piedras? Sí. De Berlín. El muro de Berlín. ¿Puedes leerlo? Fue muy emocionante esto. Certificat. Y después no veo. Original. Berlín.
Mauer, Mauer, no. Stein. Ja, das Krasse ist, heute ist ein Fußballspiel zwischen zwei brasilianischen Mannschaften und die ganze Stadt ist ausverkauft. Das günstigste, was ich gefunden habe, war jetzt für $50 in einem Art Hotel über Booking, und ich habe jetzt über Booking schon über 3 Jahre gebucht, gab noch nie Probleme. Und ich dachte mir, ja cool, ist einer abgesprungen, gehst du hin. Und da hat die Person mir heute schon geschrieben, ja, überweis mir mal bitte anteilig das Geld, dass ich weiß, dass du kommst. Und dann habe ich gefragt, ja, das wird von Booking übernommen, ich komme, ich verspreche es, kein Problem. Und dann kam nichts mehr und später war es dann wirklich so, dass die Person ausgerechnet, als ich dort war, gar nicht existiert hat. Das heißt, ich hätte jetzt mein Geld überwiesen und das Geld wäre weg gewesen, aber einfach aufgrund meines Bauchgefühls, dass da irgendwas falsch ist, bin ich nicht hingekommen und durch glückliche Umstände jetzt hier in diesem echt schönen Viertel, also das ist wirklich ein relativ nobles Viertel sogar, man sieht es jetzt nicht. Morgen erkunden wir mal gemeinsam die Stadt, aber wirklich richtig cool hier. Que no sé cómo se llama porque yo soy muy mala cocinando, entonces, pero sé que es muy tierna, es muy sabrosa y vamos a comer rico y sano, saludable. ¿Ok? Ahora. Kartoffel, sauber, lavar, limpiar, ahí y pues le damos... Y ya está. Ya está. Para... ¡Au! Ah, o sea, listo, como cocinada. Sí, ya. Pero fue cruda. No, ¿O pero fue cocinada? cruda. No cruda. Ya está cruda, está cocinada. Ahí y ahí. Lo cortas al medio y con Öl. Mit Öl. Öl. Mit Öl. Ah, Ahora, dieses Öl hier, Waschöl? Nein. Kleiner Spaß. Okay. Süßkartoffel. 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 Ah, Süß, dulce, Kartoffel, Kartoffel. Sí. Ahora 5 Minuten. 5 Minuten. Ja. Was machen wir jetzt? Rosmarin? ¿Qué es eso? Esto es Romero, sí. Romero. ¿Creo que es rosmarin? No sé. Paprika. Paprika. Ah, Paprikapulver. Ja. Sehr schön. Mm. Das ist argentinisches Steak. Ahumado. Ah, ja. Geräuchert. Ist difficil. Oh, difícil. Geräuchert. Geräuchert. Aha. Qué rico. ¿Y acá se toma té? ¿Siempre té? No, acá mate. Mate. O sea, mate, café, mate, café. Más de hierba. Lautaro trinken Kaffee. Kaffee. Ich trinken Mate. Ich trinke Kaffee. Ich habe noch nie Mate getrunken. ¿Viste? Muy buena. ¿Recuerdas cómo se llama en alemán? Süßkartoffel. Perfecto, Süßkartoffel. Oh. Perfecto. Esto es algo muy sencillo. No, es algo muy bueno. Muy sencillo. Y bueno. Ice no pega con limón, pero bueno. Zitrone. Bueno.
Hier. Espero que esté rico. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Prost. Wasser. Prost. 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 Como Prostata. Prost. 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 Oh, muy, muy rica. Pero no estás comiendo. Probé todo. Rica, 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 rica. Rica. ¿Y cómo estás? Muy bien. Sehr gut. Die lecker. Die lecker. Sehr lecker.